Bist du dir sicher, welche Applikationen Zugriff auf deine MetaMask haben? Vielleicht möchtest du gar nicht all diesen Applikationen Zugriff geben. Hier ein einfacher Trick, wie du es prüfen kannst. Wenn eine Web3-Applikation zum allerersten Mal auf deine MetaMask zugreift, eine Verbindung zum MetaMask herstellt, dann musst du diese Anfrage bestätigen. Hier als Beispiel die Deadheads-Applikation, und das ist keine Empfehlung, sondern nur ein Beispiel, um zu zeigen, wie das läuft. Man sieht hier Connect Wallet, das heißt, meine MetaMask Wallet ist noch nicht verbunden. Wenn du jetzt in deiner Menüleiste auf das MetaMask Plugin gehst, dann siehst du, dass auch die MetaMask selbst im Moment Not Connected anzeigt. Du bist also noch nicht mit dieser Website verbunden. Wenn du nun diese Verbindung von dieser Web3-Applikation zu deiner MetaMask herstellst, dann signierst du eigentlich mit deiner Wallet, dass das erstens mal wirklich deine Wallet-Adresse ist, die hier die Verbindung herstellt, und du gibst dann auch die Erlaubnis auf die Wallet, die jeweils mit dieser Seite verbunden ist, und damit natürlich auch auf die Inhalte dieser Wallet lesend. Um die Verbindung herzustellen, kannst du entweder direkt hier auf diesen Not Connected Knopf klicken und die Verbindung herstellen, oder du klickst auf der Website auf den Connect-Knopf da oben, Connect Wallet, und dann erscheint dieses Fenster und du stellst hier die Verbindung mit der MetaMask her. Dann erscheint dieses Fenster hier, wo du jeweils sehr genau prüfen solltest, ob du dich tatsächlich mit der richtigen Webseite verbindest, nämlich hier mit deadheads.io. Wie gesagt, nur ein Beispiel, und du gibst Zugriff hier auf diese angekreuzte MetaMask. Du klickst dann hier auf Weiter und dann kommst du hier auf dieses Fenster hier, wo du da das Kleingedruckte lesen, Lesezugriff für diesen Account in MetaMask gibst. Danach ist die Web3-Applikation verbunden. Wie du da beim roten Pfeil siehst, da steht jetzt nicht mehr Connect, sondern bist du jetzt mit der Wallet verbunden. Auch im MetaMask-Plugin kannst du nun sehen, wenn du auf dieser Seite drauf bist, dass du mit dieser Seite verbunden bist. Und jetzt kommt's. Damit hat diese Web3-Applikation hier immer Zugriff auf deine MetaMask, wenn auch nur lesend. Wenn du also diese Seite aufmachst, kann diese Seite in MetaMask nachschauen, welche Wallet denn aktuell verbunden ist. Falls du in der MetaMask mehrere Wallets hast und zum Beispiel nur eine davon verbunden ist, dann kann sogar herausgefunden werden, welche das ist, und die Web3-Seite kann sich direkt mit derjenigen verbinden. Und wenn sie deine Wallet-Adresse lesen kann, dann kann natürlich diese Web3-Applikation auch lesen, welche Guthaben und Assets mit dieser Wallet verbunden sind. Aber warum ist das eigentlich gefährlich, fragst du dich jetzt. Eine nicht vertrauenswürdige Seite, der du vielleicht mal diesen Zugriff gegeben hast, kann nun jederzeit, wenn du dich verbindest, feststellen, dass das deine Wallet ist. Und damit könntest du unter Umständen gehackt werden. Sicher kommen schlaue Köpfe noch auf mögliche Angriffe, und das willst du dir ersparen. Wie findest du nun also raus, mit welchen Seiten du verbunden bist, und wie trennst du diese Verbindungen wieder? Wenn du auf der Seite selbst bist, auf dieser Web3-Applikation, dann kannst du natürlich direkt auf diesen Connected-Knopf klicken. Dann erscheint die Verbindung hier zu dieser konkreten Webseite, und hier kannst du diesen Account disconnecten, also trennen von dieser Website. Damit bist du dann wieder in diesem Zustand hier, not connected mit dieser Webseite. Was aber, wenn du gar nicht auf der Seite drauf bist, die du disconnecten willst, und vielleicht willst du auch gar nicht mehr auf diese Webseite drauf? Oder vielleicht weißt du gar nicht mehr, wo du überall schon diese Connection hergestellt hast und möchtest auf einen Blick rausfinden, mit welchen Seiten du eigentlich verbunden bist. Dafür gibt es einen einfachen Trick. Du klickst auf diese 3 Punkte da oben und dann hier auf Connected Sites. Dann öffnet sich dieses Fenster hier, wo du alle deine Verbindungen siehst, die du bisher erlaubt hast. Und hier kannst du dann auch auf diesen kleinen Papierkorb klicken, um so eine Verbindung zu trennen. Und damit können diese Webseiten, die du getrennt hast, nicht mehr auf deine Wallet zugreifen, wenn du auf dieser Seite bist, und damit wissen sie nicht mehr, wer jeweils genau in diesem Moment mit ihrer Seite verbunden ist. Das ist vielleicht nur eine kleine Sache, kann aber sicher auch einen zusätzlichen Schutz und eine zusätzliche Hilfe bieten. Ich wusste lange gar nicht, dass diese Seite hier existiert, und ich finde die extrem nützlich. Ich hoffe, dir hat das auch was gebracht. Bitte abonniere meinen YouTube-Kanal, damit du auch in Zukunft nichts verpasst. Am besten klickst du auch die Glocke für Benachrichtigungen, und bis zum nächsten Mal.